Ja, in diesem Video geht es um Kreuzheben und genauer gesagt um die korrekte Anfangsposition oder Startposition beim Kreuzheben oder zu Englisch dem Deadlift. Ja, es geht jedoch nicht um alle Faktoren und alles, was irgendwas mit Kreuzheben zu tun haben könnte, denn das wäre natürlich viel zu lang und einfach nur noch langweilig nach einer gewissen Zeit. Also wird das immer auf mehrere Videos aufgeteilt werden, was wichtig ist und zu beachten ist beim Kreuzheben. Zuerst sei jedoch gesagt, dass Kreuzheben eine sogenannte Grundübung, Mehrgelenksübung oder auch zu Englisch Compound Exercise ist, was bedeutet, dass mehrere Muskelgruppen angesprochen werden und sich bei der Ausführung mehrere Gelenke bewegen. So spricht man beim Kreuzheben unter anderem zum Beispiel die gesamte Beinmuskulatur an, den unteren Rücken, den gesamten oberen Rücken, Unterarme und vieles mehr. Während beim Kreuzheben nicht nur üblicherweise am meisten Gewicht gehoben werden kann, entsteht auch ein alltäglicher Nutzen durch das Aufheben eines schweren Gewichtes eben, denn so wird der untere Rücken gestärkt und gekräftigt und somit fällt auch das Aufheben von normalen Sachen wie der Wäsche oder einem schweren Paket oder einer Kiste oder was auch immer um einiges einfacher. Ich würde den Deadlift oder das Kreuzheben als easy to learn but hard to master einstufen, was bedeutet, dass bald jemand einfach die Hantelstange irgendwie aufheben kann oder halbwegs eine korrekte Form hat. Jedoch es wesentlich länger dauert, eben seine eigenen Grenzen zu überschreiten und die Technik zu perfektionieren, um eben die Effizienz beim Kreuzheben zu maximieren und Verletzungsrisiko zu minimieren, was eben eigentlich die Kunst ist bei dem Kreuzheben. Ein weiterer Punkt, der noch geklärt werden sollte, ist, dass beim Kreuzheben zwischen jeder einzelnen Wiederholung die Hantelstange auf dem Boden vollständig ruhen sollte, das heißt, sie wird gar nicht mehr gehalten. Denn Variationen wie das rumänische Kreuzheben, bei dem das eben nicht der Fall ist, unterscheiden sich doch sehr viel vom ursprünglichen Kreuzheben und auch von der Effektivität und von der Effizienz her ist Kreuzheben wohl die beste Übung, die es gibt. Da kommt keine andere heran, außer vielleicht der Squat, also Kniebeugen mit der Langhantel kommen da noch heran. Sozusagen sind diese beiden Übungen im Rennen um die Pole Position auf der gleichen Stelle, wenn es darum geht, welche die beste, effektivste und kraftvollste Übung ist im Kraft-3-Kampf und im Bodybuilding. Kommen wir nun zur korrekten Startposition beim Kreuzheben, die natürlich bei jedem Trainierenden exakt gleich aussehen sollte, oder? Nein, so ist es natürlich nicht, denn die 3 Punkte, die in diesem Video immer erläutert werden, sind eigentlich sehr schwammige Vorgaben, da die Startposition beim Kreuzheben einfach nicht von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau gleich aussieht. Es ist nicht so, denn Eigenschaften des Trainierenden, wie zum Beispiel Länge des Oberkörpers, des Torsos, der Arme oder der Beine, solche Sachen beeinflussen eben die Startposition, Tiefe und so weiter und so fort. Also es gibt kaum Leute, die wirklich dieselbe Startposition haben. Also das unterscheidet sich eben von Trainierenden zu Trainierenden. Im Wesentlichen gibt es, wie bereits erwähnt, 3 ganz wichtige Kriterien für eine korrekte Startposition. Das wäre erstens der Rücken und die Position des Rückens, zweitens die Position der Langhantel und der Beine, also der Füße, und drittens natürlich noch die Position der Schulter oder der Schulterblätter. Der Rücken hat während der gesamten Durchführung und vor der ersten Wiederholung immer angespannt zu sein. Das ist sehr wichtig, um den Stress auf die Wirbelsäule zu minimieren, um den gesamten Körper zu stabilisieren und das Gewicht natürlich. Dadurch, dass der untere Rücken eben primär trainiert wird beim Kreuzheben, wird er auch dadurch extrem gekräftigt und gestärkt, was ihm zur Folge hat, dass du sicherlich keine Beschwerden mehr hast durch das Aufheben der Wäsche oder durch irgendwelche schweren Pakete. Also Rückenschmerzen sollten der Vergangenheit angehören. Ja, die Hantelposition wird von vielen Trainierenden eigentlich falsch eingeschätzt, also wo sie wirklich jetzt sein sollte. Prinzipiell sollte die Hantelstange die Schienbeine berühren, also wirklich so nah am Körper wie möglich zu sein, um den Kraftverlust zu minimieren. Das bedeutet, dass vor jeder Wiederholung eben die Hantelstange üblicherweise die Schienbeine berührt und somit auch über der Mitte des Fußes platziert wird. So ist eben der Kraftverlust minimal. Jedoch gibt es auch Hantelstangen, wo die Hantelstangen kleiner sind. So ein
Szenario sorgt eben dafür, dass das nicht 1:1 so bei der Startposition hinhaut, denn dadurch, dass eben die Hantelstangen kleiner sind, ist auch die Hantel insgesamt kleiner und berührt vielleicht nicht die Schienbeine, ist aber trotzdem ungefähr über der Mitte des Fußes und so nah am Oberkörper, wie es eben möglich ist. Wenn eben die Hantelstange halt so klein ist, dann kann es eben zu einer vergrößerten Range of Motion kommen, weil man einfach weiter unten anfängt und ob das jetzt wichtig ist oder schlecht oder gut oder was auch immer, kommt in einem zukünftigen Video. Jetzt momentan solltest du eigentlich wissen, dass prinzipiell immer die Hantelstange nah an den Schienbeinen liegt oder die Schienbeine sogar berührt und eben über der Mitte des Fußes platziert wird. Viele Experten meinen, dass das Gewicht beim Kreuzheben auf den Schultern eben hängt und die Schultern somit genau über der Hantelstange positioniert werden sollten. Das ist auch nicht so, denn genauer gesagt, also wenn man präzise an die Sache herangeht, hängt das Gewicht nicht auf den Schultern, sondern auf den Schulterblättern und somit sollten auch diese direkt über der Hantelstange positioniert werden. Das führt auch dazu, dass die Schulter selbst ein wenig über der Hantelstange, also davor, positioniert wird. Ich möchte nur kurz noch etwas erwähnen. Die Tiefe beim Kreuzheben hat eigentlich überhaupt nichts mit der Startposition zu tun, denn wie bereits erwähnt, ist die Tiefe eben abhängig vor allem durch die Länge der Beine, der Arme, des Oberkörpers und schaut eben bei jedem Trainierenden anders aus. Es kann sein, dass der eine jetzt, weil er gerade die und die Merkmale eben hat, fast schon in die Tiefe von Kniebeugen erreicht, während wer anders ja, eben Oberschenkel hat, die 45 Grad oder ca. eben 45 Grad zum Boden stehen. Also das ist eben von Trainierenden zu Trainierenden unterschiedlich. So sieht zum Beispiel die Startposition bei mir aus. Und so sieht zum Beispiel die Startposition aus bei jemandem, der kürzere Beine und Arme hat. Ich habe mir bei diesem Video sehr viel Mühe gegeben und wie immer freue ich mich über Kommentare und Feedback deswegen. Wenn du wissen willst, wann neue Videos rauskommen, einfach auf Abonnieren klicken, dann siehst du eben, wann bei diesem Kanal neue Videos rauskommen. In Zukunft kommen natürlich noch weitere Videos bezüglich Kreuzheben, zum Beispiel was es genauso beachten ist, was vielleicht sinnvoll ist zu verwenden als Hilfsmittel, als Handschuhe, ob die gut oder schlecht sind, wie man eben den Griff verbessern kann, was für ein Griff gut ist und wann gut ist. Ja, Halting Deadlifts oder Rack Pulls sind auch noch eine wichtige Sache und das kommt eben in Zukunft. Ja, jetzt kann ich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Der kürzere Beine und Arme hat. Diskriminierung.